I think about how they don't have any money to buy food. I feel kind of sorry for them. Like a bit afraid of them. And I kind of want to go to them, but I don't. Sometimes I'm like, how can we help? Sometimes I'm just sad about it. Well, I feel sorry for them. They've lost all their money by paying to feed their addiction. Maybe drinking as well. That is quite a large factor as well. They maybe didn't get to go to school. They are just ill. A lot of times I think the society has let them down. Maybe they don't even want to get out of the state they're in, or they don't have any way to do that. It's an everyday struggle, and no one wants to live on the streets and have to struggle to find something to eat for the night. No, I think for the most part, they don't want to be homeless. They would love to be able to have enough to support themselves. I think that they are there because of the trouble early in their life. Some of them may not take it because maybe they're ashamed. They're too ashamed to show their faces. They feel like they've already given up. They're probably scared. Maybe they're just too proud to be helped by people. Maybe sometimes being homeless can make you bitter, and when people offer to help you, you just drive them away. Just a couple days before he died, gave us this wonderful picture of home. Jesus, ein paar Tage bevor er gestorben ist, hat er uns dieses wunderbare Bild geschenkt von zu Hause. He told his people that those who love and obey him, that Jesus and his Father would come and make their home with them. Er hat seinen Leuten gesagt, dass wenn sie sich nach seinem Wort richten, dann würden er und sein Vater kommen und bei ihnen wohnen. So all this week we're going to look at that idea. What does it mean that Jesus and the Father and the Spirit have their home with us? Und das wollen wir uns diese Woche anschauen. Was bedeutet es, wenn Jesus, der Vater und der Heilige Geist in uns wohnen? What does home mean? Was bedeutet zu Hause sein? But then also on the other hand, what is homelessness? Aber auch auf der anderen Seite, was bedeutet es, kein Zuhause zu haben? What would it be like to have no home? Wie wäre es, wenn du kein Zuhause hättest? So in our everyday life, we actually work with people who are living homeless and living in difficult situations. In unserem Alltag ist es so, dass wir tatsächlich mit Menschen zusammenarbeiten, die obdachlos sind, die kein Zuhause haben. And what we know from that work is that homelessness brings an awful lot of loss. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wir sehen jeden Tag, dass Obdachlosigkeit, kein Zuhause sein, das bedeutet ganz viel Verlust. Right now I'm talking about physical homelessness, people who have no physical home. Und jetzt meine ich tatsächlich, also Leute, die obdachlos sind. Very often they'll lose their identity card, and so when you don't have that, you can't really do very much at all. Denn durch ihre Obdachlosigkeit verlieren sie oft ihren Personalausweis, und ohne Ausweis kannst du eigentlich gar nichts machen. They will lose their sense of being able to look forward to anything. Everything is about today. Du verlierst den Sinn, dass du dich auf irgendwas freuen kannst. Die leben nur für heute. They lose a sense of dignity. Die verlieren ihre Würde. They lose a sense of being able to live in community. Sie verlieren dieses Gefühl von Gemeinschaft, in Gemeinschaft zu leben. And very often peace is lost. Und sie verlieren ihren inneren Frieden. There's an awful lot of loss when you live homeless. Kein Zuhause zu sein ist mit ganz viel Verlust verbunden.
When we were thinking through this theme, we asked one of our friends who has been living homeless for quite a while. Als wir uns über dieses Thema Gedanken gemacht haben, haben wir eine Freundin von uns angesprochen, die auch eine Zeit lang obdachlos gelebt hat. We told her that we were coming here to share with you and would she share her story with you. Wir haben gesagt, dass wir nach Europa fliegen und auf TeenStreet gehen und ob sie bereit wäre, etwas aus ihrem Leben zu erzählen. So we're going to watch a video about our friend Tammy. Also wollen wir uns jetzt ein Video anschauen, wo ihr unsere Freundin Tammy sehen And werdet. she's going to explain what it's like to live homeless. Und sie wird euch erzählen, wie es ist, obdachlos zu sein. My name is Tammy Sherrick and I'm 35 years old. I've been living homeless on and off since 1997. When I was 17 years old, I didn't want to follow my family's rules and I wanted to be out on my own, and I left home. My grandfather told me when I left home, you make your bed, you lie in it, and he showed me tough love. My friends, my so-called friends in school, telling me to this and that, and my self-esteem started getting lower, and I started gaining weight, and I thought boys was the thing, and I got caught up with boys, and I knew I needed a boyfriend, and I didn't need a family, I needed a boyfriend, I needed my own family, I needed to make my own family, so I left home trying to make my own family, and here I am. It's horrible. It feels empty. It feels like I'm less of a person, like I'm not as good as everybody else. It hurts. It hurts really bad. It hurts your feelings when people look at you and they just look at you and they look down upon you and they don't even know who you are or what you come from. I've lost my dignity, and I've had to let go of my pride. I had a lot of pride. I never held a sign or asked anybody for money, but today I was out flying a sign asking people to help me. It takes a lot of your dignity away from you. One of the hardest things about living the way I'm living right now is getting up in the morning. Is waking up in the morning. You don't know what you're gonna do for your day. You're not sure that where you're gonna eat at. You're not sure if you're gonna have money to pay for the bus to even get to the places to eat. There's public transportation, but if you don't have money, you can't get on it. And so your first thought, and the worst part about it, is what am I gonna do today? How am I gonna make it through today? When you're homeless, everywhere you go, you're harassed by the police. I can't go into the same stores that you do. I can't do the same things that you do. I gotta live my life completely different. When I'm out there holding my sign and people stop and look at me, a lot of the time it's very clear what they think about me. I don't have to think about what they think about me. I know what they think about me. But they don't know who I am. I don't do drugs. I don't drink. I help everybody out. I have parents. I'm a daughter. I have kids that I love. I've got 5 beautiful kids. I'm a mom. I'm the best friend you can ever meet. I'll do anything for you. I'm not bad. I just wish somebody would sit there and listen to me talk so that they could get to know me and they'll know that I'm a beautiful person. I'm not angry with society for looking at me this way, because there was a time that I looked at people this way.
I really did, because you don't know, and if you're not told, you don't know what to think about people. You're scared of what you don't know. But I'm here to let you know me today. I'm good and I'm safe and I'm your friend. I'm your friend. I want to make a difference. I want to make a difference. This isn't my home. I'm just visiting. I've got a home. I've got a home. I just don't know where it is yet. I've got a home. I'll tell her that you clapped for her. Und ich werde ihr sagen, dass ihr geklatscht habt. So there's a reason that we're talking about Tammy and talking about homelessness. Und es gibt einen Grund, warum wir über Tammy reden und warum wir über Obdachlosigkeit reden. This is not a week about feeding the homeless or social action. Aber diese Woche geht es nicht darum, dass wir Obdachlose zu essen geben. But I want to just take you back to last September. Aber ich will, dass wir eine Weile zurückgehen. Letzten September. So after TeenStreet last year, I was downtown. Nach TeenStreet letztes Jahr war ich in der Stadt unterwegs. And I was walking around and I was talking with the Lord and just praying for the next kind of year of walking with homeless people. Und da bin ich einfach so ein bisschen spazieren gelaufen und habe mit dem Herrn geredet über das kommende Jahr, über unsere Arbeit unter Obdachlosen. And I asked him a question that we probably all think, and I've asked him many times. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, die wahrscheinlich du ihm auch schon mal gestellt hast und die wir ihm oft stellen. I was just thinking through, Lord, there's so much help available for these people. Und was ich ihn gefragt habe, ist, Gott, man bietet ihnen doch so viel Hilfe an. I mean, you saw her say, there's a home available for me. Sie hat es auch im Video gesagt, es gäbe ein Heim, wo ich hingehen könnte. We offer them a lot, homes and programs and help. Es wird ihnen viel geboten, Heime und Programme, Unterstützung. And I was like, why don't they take the help? Aber warum nehmen sie diese Hilfe nicht in Anspruch? And the Lord answered me, as he sometimes does, and you see it in the Bible, with not quite what you're looking for. Und Gott hat mir geantwortet, so wie er oft antwortet, und das lesen wir auch in der Bibel, nämlich seine Antwort war nicht genau das, was ich erwartet hatte. And I just sensed him saying, hey, people do that to me. Und ich hatte das Gefühl, dass er zu mir sagt, hey, mit mir gehen Menschen genauso um. And I was like, what? Und ich so, was? And so I started on this journey, just spending time listening and being in the Word of God. Und da hat er was angefangen, dass ich einfach auf Gott gehört habe, da habe ich in sein Wort gelesen. And I realized just the richness of the home that the Father is offering us here on earth and eternally. Und ich habe erst so ein Reichtum entdeckt von diesem Zuhause, das der Vater uns im Hier und Jetzt anbietet und auch in der Ewigkeit. In every area of our lives. In jedem Bereich unseres Lebens. In every area of our lives, he's saying, come home, let me meet your every need. In jedem Bereich unseres Lebens sagt der Vater, komm nach Hause, lass zu, dass ich deinen Hunger sättige und stille. You don't have to live homeless. Du musst nicht ohne Zuhause leben. And because the Lamb is overcome, we can have home. Und weil das Lamm überwunden hat, können wir ein Zuhause haben. We don't have to live homeless. Wir müssen nicht länger obdachlos sein. We can have home. Wir können. It's available to us. Dieses Zuhause steht uns zur Verfügung. God holds nothing back from us. Gott hält nichts zurück von uns. He's like, here it is. Er sagt, hey, es ist da. And for some reason, in many areas of our lives, we say, I think I'm gonna live this way myself, actually. Und doch irgendwie in vielen Bereichen unseres Lebens sagen wir, ja, ich glaube, also in dem Bereich will ich lieber meinen eigenen Weg gehen. And as we were talking about homelessness and not receiving help,
I was reminded of two people that I really care about. Und als wir uns über das Thema Obdachlosigkeit unterhalten haben und über die Menschen, die diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen, wurde ich an zwei Personen erinnert, mit denen ich zu tun hatte. And the first one is a girl that I met on the streets. Und die erste Person, das ist ein Mädchen, das ich auf der Straße kennengelernt habe. She was really young. She was about 21. That's not that young. Anyway, sie war so schon ziemlich jung, 20, 21. And she was homeless. Und sie war obdachlos. She was pregnant. Sie war schwanger. Her boyfriend and the father of the baby was in jail. Ihr Freund, der Vater ihres Kindes, hockte im Knast. And she was addicted to drugs. Und sie war drogenabhängig. So we talked for a while and she said like, I want help. Und wir haben uns eine Weile unterhalten und sie hat zu mir gesagt, ich will Hilfe. And so we looked at places and we finally got her like this great opportunity to get her settled in a home. Und wir haben uns verschiedene Heime und Sachen angeschaut und haben was richtig Tolles gefunden, wo sie einen Platz bekommen hätte. But when it actually got down to it, she just never showed up. Aber als es dann soweit war, ist sie einfach nicht erschienen. And the other story is actually a boy at my work. Und die andere Geschichte, das ist ein Junge bei mir bei der Arbeit. So I'm a social worker in a youth home. Ich bin Sozialarbeiterin in einem Heim für Jugendliche. And this boy had chosen to come stay there because his family was really, it was a difficult situation. Und der hatte sich freiwillig entschieden, in dieses Heim zu gehen, weil er aus einem sehr schwierigen Familienverhältnis kam. And he's been living with us for over 8 months now. Und er lebt schon seit über 8 Monaten bei uns. But when I go into his room, all the walls are empty, there's no pictures up, there's no decorations. Aber immer wenn ich in sein Zimmer gehe, ist sein Zimmer total kahl, es hängt nichts an den Wänden, hat irgendwie nichts eingerichtet. And he's actually still living out of his suitcase that he came with. Und er lebt immer noch aus seinem Koffer raus, mit dem er gekommen ist. So he has chosen, or he wasn't able to receive the home. Also war er gar nicht in der Lage, dieses Zuhause anzunehmen, was ihm geboten wurde. And I feel like that is what we do with God a lot of the times. Und ich habe das Gefühl, dass wir das auch so oft so mit Gott machen. Jesus says that if we love him, the Father will make his home with us. Jesus sagt, dass wenn wir ihn lieben, dann wird der Vater kommen und in uns wohnen. We have home available to us. Dieses Zuhause steht uns zur Verfügung. We have not just walls and a roof, I'm talking the presence of our Father. Es geht nicht nur um Wände und ein Dach, sondern es geht um die Gegenwart unseres Vaters. Home with our dad. Zuhause bei unserem Papa. And all the goodness that our dad brings with him. Und mitsamt die ganze Güte, die unser Vater mit sich bringt. The joy, the peace, the goodness. Die Freude, der Frieden, die Güte. Available to us because it's home with our dad. Steht uns zur Verfügung, weil das ist das, was zu Hause bei unserem Papa bedeutet. Sometimes just like people who are living physically homeless. Manchmal genauso wie die Menschen, die physisch obdachlos sind. I don't know if you've ever seen them, like Tammy was talking about how she was flying signs. Vielleicht hast du schon mal solche Menschen gesehen, Leute, die so ein Schild hochhalten. They hold up these signs that tell you why they're homeless. Die halten diese Schilder hoch, wo der Grund draufsteht, weshalb sie obdachlos And sind. it's like, you know, this is my reason, this is why I'm here, how can you help me? Und da steht drauf, ja, das ist der Grund, deswegen bin ich hier, wie kannst du mir helfen? And when we think about that in regards to the home spiritually that our Father is offering us in every area of our lives. Und wenn wir das so darauf übertragen, auf dieses geistliche Zuhause, was
unser Vater im Himmel uns anbietet in jedem Bereich unseres Lebens, there are many, many reasons why we actually choose to live outside of the goodness that God has for us. gibt es ganz viele Gründe, warum wir uns dazu entscheiden, außerhalb dieser Güte zu leben, die Gott für uns hat. Sometimes we're literally like, I don't want to be told what to do. Manchmal heißt es ja, ich habe einfach keinen Bock, dass mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Maybe you've actually come here and you feel like, I have no worth. Und I'm not part of the home. I'm not worthy. vielleicht bist du da und du sagst, also ich bin eigentlich wertlos, ich bin nicht Teil dieses Zuhauses. Maybe you've spent this year searching for who you are. I don't know who I am. I see who everybody else is. I don't know who I am. Vielleicht bist du dieses Jahr auf der Suche gewesen nach deiner Identität, nach dem, wer bin ich eigentlich? Ich sehe die ganzen anderen Menschen, die wissen alle, wer sie sind, aber wer bin ich eigentlich? Maybe you've come here and you've trusted God many times in your life and you feel that He let you down and you don't want to be disappointed again. Und vielleicht bist du heute da und du hast Gott schon ganz oft vertraut und du hast einfach das Gefühl von Gott enttäuscht worden zu sein. Du hast einfach keine Lust, schon wieder enttäuscht zu werden. And in so many areas of our lives where God is saying, I have a home, I can meet your needs, we choose to do our own thing. Und in so vielen Bereichen unseres Lebens, wo Gott sagt, hey, ich habe ein Zuhause für dich. Komm doch zurück zu mir, und wir entscheiden uns dagegen. And then many, many of us would say, I'm coming to TeenStreet, but this year I messed up. Und ganz viele von uns, wir sagen, okay, dieses Jahr, ich fahre auf TeenStreet, aber ich habe es echt verbockt dieses Jahr, muss ich sagen. No matter what you came here to TeenStreet feeling about yourself, egal mit welchen Gefühlen du über dich selbst jetzt hier auf TeenStreet gekommen bist, what Mia said is so true. was Mia gesagt hat, das stimmt wirklich. You are so loved. Du bist so geliebt. You are so loved. Du bist so geliebt. And the lie that is fed to you, that these reasons and many others, und diese Lüge, die über dich ausgesprochen wird, dass diese Gründe und auch andere, the loss that you've experienced, dieser Verlust, was du erlebt hast, the shame that you're carrying, diese Scham, die du mit dir rumträgst, the disappointments in your life, die Enttäuschungen in deinem Leben, the anxiety that you have, die Ängste, die du hast. All of those things lead us actually outside of God's presence, and we think, I have to make life work by myself. All diese Dinge zehren uns aus Gottes Gegenwart heraus, und wir denken, wir müssen jetzt irgendwie alleine zurechtkommen. And so what we start doing is building cardboard box homes. Und wir fangen dann an, eigene Häuser aus Pappe zu bauen. We start to find our security in other things, not in the home that our Father has for us. Wir suchen unsere Sicherheit auf einmal andere Dinge, anstatt in diesem Zuhause, das unser Vater für uns hat. We know we need to be loved, so we're going to find some people to love us, and we build a cardboard box home. Wir wissen, wir müssen geliebt werden, und deswegen suchen wir nach Menschen, die uns lieben werden, und bauen damit unser Papphaus. We even try to do some religious things to have to look good for other people, and that's a cardboard box home. Wir tun auch religiöse Dinge, damit andere denken, es sei alles in Ordnung, und das ist genauso ein Papphaus. Tammy talked about later when we were talking with her about the tent that she lives in. Die Tammy, wir haben nach diesem Interview weiter mit ihr geredet, und sie hat uns von ihrem Zelt erzählt, in dem sie lebt. And there was a flood recently in her city. Und neulich gab es Überschwemmung bei ihr in der Stadt. And all her belongings were in that tent. She's made a cardboard box home. Und all ihre Dinge, all ihre Sachen waren in diesem Zelt drin, denn sie hat auch so ein ähnliches Papphaus wie And of dieses course hier. the floods come and everything is gone. Und das Wasser kam und hat alles mit sich gezerrt. And if you think about that on a level of where God is saying to you that internally, in your inner being, He has a home for you. Und vielleicht können wir das nochmal auf unser Innenleben übertragen, wo Gott zu dir sagt, ich habe ein Zuhause für dich. But in certain areas you have built, we all have
cardboard box homes outside of the goodness that he has for us. Aber in manchen Bereichen haben wir alle Papphäuser gebaut, die außerhalb dieser Güte sind, die er für uns hat. And life happens. Und ja, das Leben passiert halt. And floods come. Und die Überschwemmung kommt. And parents separate. Und Eltern trennen sich. And somebody dies. Und jemand stirbt. And we don't get into the college we thought we would. Und wir kommen nicht auf die Schule, auf die wir wollten. And relationships break up. Beziehungen gehen auseinander. And really painful things happen to us because of other people. Und es passieren richtig schmerzhafte Dinge aufgrund von anderen. And it's so difficult. Und es ist einfach so schwer. And God is saying, don't make cardboard box homes. Come to my home. Und Gott sagt, baut dir kein Papphaus, sondern komm zu mir nach Hause. We have it eternally. Das steht uns in der Ewigkeit zur Verfügung, As we come into relationship with him. wenn wir in eine Beziehung mit Gott hineintreten. And here on earth, in every area of our life, he's saying, receive my goodness. Receive what I have for you. Aber auch hier auf Erden, in jedem Bereich unseres Lebens, sagt Gott, empfang meine Gnade, empfang meine Güte. This here is a very beautiful piece of cardboard. Das hier ist ein wunderschönes Stück Pappe. And this week we tore up, our team, a lot of these for you. Und diese Woche haben wir mit unserem Team zusammen ganz arg viele von diesen Pappstücken für euch vorbereitet. And on your way out tonight, you're going to take a piece of cardboard. Und heute Abend beim Rausgehen wirst du ein Stück Pappe mitnehmen. And you're going to write on it when you get back to your group time. Und wenn du mit deiner Gruppe wieder zusammen bist, Something that we're going to ask the Lord to speak to us about now. wirst du etwas draufschreiben, das, was dir der Herr zeigt. And here's what I want to say about these times. If you've been to TeenStreet before, you know that we do give God an opportunity to speak to us in these moments. Und wenn du schon mal bei TeenStreet warst, dann weißt du, dass wir Gott die Möglichkeit geben wollen, zu uns zu sprechen. And you've also heard us say that he speaks in many, many ways. Und wir haben auch schon gesagt, dass Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise spricht. Always through his word, Immer durch sein Wort, through other people, durch andere Menschen. actually he's so creative, he can speak to you however he wants. Der ist so kreativ, der kann auf alle möglichen Art und Weise zu dir sprechen. But one of the ways he speaks is when we just be quiet Aber eine der Möglichkeiten, wie er spricht, ist, wenn wir einfach ganz still werden and we listen to him. und wir hören auf ihn. And so even if you've never just been quiet and asked him a question before, we're gonna do it together now. Und auch wenn du noch nie still geworden bist und Gott eine Frage gestellt hast, wollen wir das jetzt einfach gemeinsam And you tun. can continue it a little more in your group. Und du kannst es einfach in deiner Gruppe weitermachen. But I would love actually if you could stand with me. Aber es wäre super, wenn wir jetzt alle aufstehen könnten. So I'm just going to pray and we'll allow the Lord to speak however he wants to. Und ich werde jetzt einfach beten und zulassen, dass Gott so spricht, wie er es möchte. Can you pray with me? Kannst du mit mir zusammen beten? Father, we thank you that you offer us home here on earth and eternally. Vater, wir danken dir, dass du uns ein Zuhause bietest, hier auf Erden und in der Ewigkeit. That your goodness knows no end. Dass deine Güte keine Grenzen kennt. And God, we don't even understand what that looks like. Und Gott, wir verstehen nicht mal, wie das aussieht. But we want to say yes to it. Aber wir wollen trotzdem Ja dazu sagen. We don't want to build cardboard box homes Wir wollen uns keine Papphäuser bauen. in areas of our lives that will be washed away. In Bereichen unseres Lebens, die einfach weggewischt werden. Thank you that you know each of us. Ich danke dir, dass du jeden von uns hier kennst. That you love every single person in this room. Dass du jede einzelne Person in diesem Raum liebst. Not just that you love them because you have to, you love them because you know them. Du liebst sie nicht einfach nur so, weil du es musst, sondern weil du sie persönlich kennst. You see them as you created them. Du siehst sie so, wie du sie erschaffen hast. Father, you're calling each of us to rise up into who you created us to be. Und Herr, du rufst uns dazu, wirklich in das hinauf zu wachsen, wozu du uns
und auch reinzuwachsen in das, wozu du uns berufen hast. And so, Father, I ask if there is an area or areas where we are living homeless. Und so, Vater, da bitte ich dich, dass wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir sozusagen innerlich, geistlich obdachlos sind, Living outside of the good things that you have for us in our lives. wo wir außerhalb dieser guten Dinge leben, die du für uns hast, Would you speak to would you speak that to us now? dann sprich bitte in diesen Bereich hinein, sprich uns in diesem Punkt an. Where are we living homeless? Wo leben wir gerade ohne Zuhause? Father, thank you that in those places that you're showing us where we are living outside of what you have for us, Und Vater, ich danke dir, dass gerade in diesen Bereichen, wo du uns gerade gezeigt hast, wo wir außerhalb deiner Güte leben, that there are no conditions to moving into the home that you have for us. dass es keine Bedingungen dafür gibt, dass wir wieder in deine Güte einziehen können. And God, I thank you that this week we are going to all experience home. Und Vater, ich danke dir, dass wir diese Woche alle dieses Zuhause erleben werden. A place where your voice is speaking, where we feel peace. Ein Ort, wo du sprichst und wo wir deinen Frieden erfahren. Father, I pray your blessing over all of us tonight. Und Vater, ich spreche deinen Segen über uns alle aus. Pray for great times to get to know groups. Vater, ich bitte dich um großartige Teamzeiten, Great fun together. viel Spaß miteinander. And God, I ask that this week for every single one of us will be a defining moment in our lives. Und Vater, ich bete, dass diese Woche wirklich ein lebensverändernder Moment für jeden Einzelnen von uns wird. We just pray your blessing and your goodness to overflow here. Herr, wir bitten dich um deinen Segen, um deine Güte, dass sie überfließen an diesem Ort. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, a few things. Like I said, on the way out, you're going to get this beautiful piece of cardboard. Also ein paar Punkte, also auf dem Weg nach draußen kriegt jeder von euch ein Stück Pappe, And wunderschön. so, leaders, you're going to give a little time for your group to just write on their cardboard an area where they're living homeless. Also Leiter, nehmt genug Zeit dafür, dass jeder in deiner Gruppe das aufschreiben kann, dieser Bereich, wo er obdachlos ohne Zuhause lebt. And just to let you know, when you're coming back in tomorrow morning, expect to be picking something else up on the way back in. Und wenn ihr morgen früh wieder hier reinkommt, dann erwartet, dass ihr auf dem Weg hier rein wieder was in die Hand bekommt. And I just want to again welcome you to this week. We are beyond excited to experience the whole thing with you. Und ich will euch wirklich nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind übelst begeistert, das mit euch hier zu erfahren. So have a great night and we'll see you in the morning. Also, schönen Abend euch noch. Bis morgen.